Die deutsche Bundesregierung erwägt, Sparer und Anleger in Zukunft deutlich stärker zu belasten. Es soll doch tatsächlich dazu kommen, dass im Rahmen der Rentenreform Sozialabgaben auf Kapitalerträge erhoben werden. Was das für dich konkret bedeutet und ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um auszuwandern, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du vom eigenen Vermögen steueroptimiert leben möchtest, wenn du dir überlegst auszuwandern, vielleicht auf Kapitalerträge überhaupt keine Steuern mehr zahlen zu müssen und in Zukunft komplett unabhängig leben zu können, unabhängig von einem Job, unabhängig von einem Unternehmen, von Kunden, einfach nur indem du dein Kapital gewinnbringend verwaltest, dann habe ich das richtige Seminar für dich, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten, nämlich steueroptimiert auswandern als Investor und Trader. Dort zeigen wir dir nicht nur, welche Länder besonders steuergünstig sind, auf was du achten musst, was Unterschiede zum Beispiel sind zwischen privaten Veräußerungserlösen und erwerbsmäßigem Trading, wie das steuerlich in verschiedenen Ländern differenziert behandelt wird, wie du auch richtig natürlich aus Deutschland auswanderst. Themen wie Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, was du zum Beispiel beachten musst, wenn du ins steuergünstige Ausland ziehst und noch deutsche Aktien hast. All das sind Themen, die wir bearbeiten in diesem zweitägigen intensiven Seminar. Und mit dabei eben ist Jay Medro. Er ist ehemaliger Wall Street Trader und er bringt Mandanten bei, wie man erfolgreich tradet, wie man erfolgreich investiert, wie man vom eigenen Kapital leben kann. Auch wenn du überhaupt keine Erfahrung hast, er hat schon vielen gezeigt, wie sie den Traum vom wirklich freien Leben sich erfüllen können, ohne jetzt unbedingt Millionäre zu sein. Schon mit relativ überschaubarem Kapital kommst du dazu, sehr bald frei zu leben und ein regelmäßiges Einkommen zu haben, insbesondere natürlich dann, wenn es nicht von Steuern aufgefressen wird. Also, würde mich freuen, dich dort zu sehen. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Hiobsbotschaften aus Deutschland, sie nehmen nicht ab. Jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, im Rahmen der Rentenreform einmal prüfen zu lassen, ob es nicht Sinn machen könnte, Investoren und Anleger steuerlich zu belasten bzw. mit Sozialabgaben zu belasten. Hier ein Artikel aus der Weltzeitung, welcher auch schon gleich mal vorrechnet, was das für dich konkret bedeuten würde, wenn es zu einer solchen Maßnahme kommt. Also, hier den Artikel aus der Welt, Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Hier hat man also ausgerechnet, was Sozialversicherungsbeiträge ausmachen würden, wenn man in ETFs finanziert hat. Man geht von einem Depotwert von 500.000 Euro aus, der zu 400.000 Euro aus Kursgewinn besteht. Eben ein Depot, was man langfristig hat. Momentan würde man ja auf diese Erträge die Abgeltungssteuer bzw. den Soli bezahlen. Diese Beträge sind hier aufgeführt. Momentan würde man ja einfach nur Abgeltungssteuer auf die Erträge bezahlen. Es wird aber jetzt erwägt, Sozialversicherungsbeiträge zu kassieren auf diese Erträge. 9,3% bzw. 18,6%. Hier steht schon, wie das Ganze sich für dich dann gestalten würde, wenn es zu einer solchen Maßnahme kommen würde. Bisher wäre es so, dass du circa nach Abzug von Steuern noch 426.000 Euro hättest. In Zukunft möglicherweise nur noch 400.000 oder sogar nur rund 375.000, also fast 26.000 weniger oder 52.000 Euro weniger. Also das ist natürlich eine krasse Reduktion deiner Rendite. Dann fragt man sich natürlich, ob das Ganze noch Sinn machen würde. Das ist ja sowieso das völlig Unsinnige an der Debatte. Jahrelang hat man die Leute aufgefordert, Kapital zu bilden. Jahrelang hat man aufgefordert, die Leute zu sparen, selbst vorzusorgen für die eigene Rente, für die eigene Altersvorsorge und nun sowas. Eine schallende Ohrfeige für jene, die verantwortungsbewusst gelebt haben, die auf Konsum verzichtet haben, um zu sparen, um vorzusorgen und jetzt sowas. Wie gesagt, ob es dann wirklich kommen wird, das ist jetzt noch nicht tatsächlich entschieden, aber die Frage ist natürlich, musst du wirklich abwarten, bis es so weit kommt? Ich meine, wenn du einen Ehepartner hast, der dich in der Vergangenheit laufend betrogen hat, hintergangen hat und der jetzt wieder irgendwelche Andeutungen macht, dass er eigentlich dich jetzt gerne wieder betrügen würde, würdest du dann wirklich bei diesem Ehepartner bleiben und sagen, okay, ich glaube dir, dass du es dann doch nicht machen wirst, am Ende wird schon alles gut gehen. Natürlich wird es nicht so sein. Der kluge Mensch wird nicht einfach da sitzen und nichts tun, sondern hoffentlich entscheiden, diese toxische Beziehung, dieses Land, was von einer toxischen Regierung tatsächlich geführt wird, zu verlassen. Wir müssen uns ja nur an die Vergangenheit erinnern. Denk mal an die Abgeltungssteuer, als die eingeführt wurde 2008, 2009. Damals hieß es, wir müssen etwas tun gegen all die Reichen, die Millionäre, die Milliardäre,
Milliardäre, die ihr Geld in der Schweiz bunkern. Deswegen brauchen wir diese Abgeltungssteuer. Wir müssen dafür sorgen, dass jene Steuerhinterzieher, die Reichen, die in der Schweiz Steuern hinterziehen und dort Geld bunkern, dass die zur Kasse gebeten werden. Das war eigentlich die Idee, denn du weißt ja, zu dem Zeitpunkt waren Veräußerungserlöse steuerfrei, wenn man Aktien verkauft hat nach einer Spekulationsfrist, und am Ende hat die Abgeltungssteuer doch jeden getroffen. Das ist nur einer von vielen Lügen, welche dir Regierungen verschiedenster Couleur hier über die Jahre erzählt haben. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn du weiter diesen Schwachsinn glaubst, den diese Politiker dir erzählen, natürlich insbesondere jene vom linken Spektrum, dann bist du auch ein bisschen schuld, wenn man dir dann tief in die Tasche greift. Das muss man wirklich bei aller Nächstenliebe auch sagen. Ja, das heißt, du musst im Grunde genommen selbst aktiv werden. Wenn du nicht selbst aktiv wirst, kannst du dich hinterher eigentlich nicht beschweren. Denn diese Politiker schwafeln ja schon seit Jahren davon, dass sie jetzt die Steuern erhöhen, dass Spekulationsfristen abgeschafft werden. Man sprach ja schon von Bitcoin, man sprach von Gold, man sprach von Immobilien. Und meiner Meinung nach wird das alles kommen, nach und nach. Nach und nach werden wir auch eine Wegzugsteuer bekommen, wie wir sie in Österreich haben seit 2016. Das heißt, dass auch Privatvermögen letztlich versteuert wird bei der Wegzugsteuer. Das hat jetzt schon angefangen. 2024 wurde beschlossen, dass ETFs, in die man über mehr als 500.000 Euro eingezahlt hat, jetzt auch mit einbezogen werden in die Wegzugsteuer. Irgendwann wird es sein wie in Österreich, wo sämtliche nicht realisierte Kapitalerträge beim Wegzug dann versteuert werden müssen mit der Abgeltungssteuer. In Österreich hat man wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schenke das jetzt einfach mal möglicherweise temporär Verwandten, die in Österreich wohnen, denn da gibt's ja keine Schenkungssteuer. Man kann auch in Österreich innerhalb der EU umziehen, denn dort gibt es ebenfalls keine Wegzugsteuer. Das geht ja alles in Deutschland nicht. Ja? Also die Deutschen wird es dann doppelt und dreifach hart treffen. Und wie gesagt, nach und nach werden diese Dinge kommen. Klar, wir wissen nicht genau, wann sie kommen werden. Sicherlich wird auch nicht alles kommen. Aber du siehst doch, in welche Richtung sich dieses Land bewegt. Man hätte jetzt doch sagen können, wir nehmen diese Rentenbredouille zum Anlass, um das Ganze einmal vernünftig tatsächlich zu regeln. Vernünftig zu regeln, zum Beispiel, wie es in den USA geregelt ist oder auch in der Schweiz. Ich sage ja nicht, das komplette System jetzt aus den USA zu übernehmen, aber doch da mal anzuschauen, was dort möglich ist. In den USA hat jeder Arbeitnehmer im Grunde genommen einen sogenannten 401k, das heißt einen Aktiensparplan. Dort zahlt der Arbeitnehmer steuerbefreit ein und auch der Arbeitgeber bezahlt steuerbefreit ein. Das heißt, dort zahlst du im Grunde Bruttolohn ein. Dort werden dann steuerfrei Kapitalerträge gebildet und wenn du in Rente gehst, kannst du dir das Ganze auszahlen lassen und zahlst dann ganz normal Steuern drauf. Es gibt auch die private Altersvorsorge, den sogenannten Roth IRA in den USA. Dort kannst du dann von versteuertem Geld wiederum einbezahlen. Dafür sind dann sämtliche Erträge steuerfrei. Natürlich ist das gedeckelt, ja, aber mit der richtigen Kombination dieser Werkzeuge ist es zum Beispiel möglich, dass sich ein Paar, ich rede jetzt garantiert nicht von Millionären, aber in den USA sind natürlich auch die Gehälter höher. Das heißt, ein durchaus erfolgreiches Paar, aber die können alleine durch diese Maßnahmen dort ein kleines Millionenvermögen dann anhäufen, bis sie in den Ruhestand gehen. Oder schauen wir uns die Schweiz an, wo es ein Drei-Säulen-Modell gibt. Das heißt also zum einen mal die staatliche Rente, dann ist auch die Betriebsrente überall vorgesehen und dann auch die private Altersvorsorge. Und auch das ist gut aufeinander abgestimmt. Und auch hier baust du dein eigenes Vermögen auf und das ist nicht alles einfach nur umlagefinanziert, wie es in Deutschland der Fall ist. Also man hätte ja sowas tatsächlich jetzt machen können, sowas wirklich konsequent umsetzen können und mir ist schon klar, natürlich, dass es bei dieser Rentenreform auch gewisse Ansätze in diese Richtung geht, aber die gehen natürlich nicht weit genug, sondern stattdessen weicht man lieber auf solche Umverteilungsmaßnahmen aus wie die wir jetzt gerade eben genannt haben. Das heißt, dass diejenigen, die diszipliniert waren, die fleißig waren, die Leistungsträger dieser Gesellschaft sind, dass sie diejenigen sind, die wieder bluten müssen, weil sie jetzt auf einmal Sozialbeiträge auf ihre Kapitaleinkünfte bezahlen müssen. Also meiner Meinung nach sollte das für dich bedeuten, das sinkende Schiff zu verlassen. Ich würde hier jetzt gar nicht radikal sein. Vielleicht ist das in Deutschland alles eine Krise, die in 10 Jahren vorbei ist und dann gehst du wieder zurück. Ich persönlich glaube es nicht. Ich meine, ich bin vor 25 Jahren weg aus Deutschland gekommen. Damals standen schon die Zeichen an der Wand, wobei damals noch vieles besser war als heute. Und ich habe seitdem nie, an keinen einzigen Tag, das Bedürfnis gespürt, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Ja, aber ich meine, ich lebe kein isoliertes Leben. Ich bin ja oft in Deutschland zu Besuch, bei Familie, bei Verwandten oder auch hin und wieder mal geschäftlich. Ja, ich habe den Kontakt nicht verloren. Es ist ja nicht jetzt so, dass ich irgendwo an einer tropischen Insel angebunden wäre und da nicht weg könnte. Und das ist vielleicht für dich auch ein Punkt, wenn du jetzt Sorgen machst, dass du dann komplett abgeschnitten wirst von deinen Beziehungen, von deiner Familie, von deinen Freunden, von dem, was du dir alles schon aufgebaut hast in Deutschland, wenn du den Sprung ins kalte Wasser, sag ich mal, machst, wenn du dich ins Ausland traust.
traust. Das ist eben absolut nicht der Fall. Ja, also von dieser Angst musst du dich tatsächlich befreien. Sicherlich ist es eine andere Art des Kontaktes. Wir haben Mandanten, die sehen ihre erwachsenen Kinder jeden einzelnen Tag. Das ist vielleicht dann nicht mehr möglich, wenn du planst auszuwandern. Wir haben aber auch Mandanten, die wandern mit ihren erwachsenen Kindern aus. Ja, also ich meine, jede Familie ist dort anders, aber vielfach, wenn eben einen in der Familie dieser Auswanderungsbug packt, wie man so schön sagt, dann ist auf einmal die ganze Familie mit dabei. Dann fällt es auf einmal allen Familienmitgliedern wie Schuppen von den Augen, dass sie im Grunde genommen von diesem Staat in Deutschland, von der Regierung in Deutschland nur ausgenommen werden und dass man das Weite suchen muss, solange es noch geht, ganz ehrlich gesagt. Für viele daher natürlich auch die Schweiz ein sehr attraktives Land, weil es ist nah an Deutschland dran, die Kultur ist ähnlich, die Sprache ist ähnlich. Man hat so ungefähr die gleichen Werte, es funktioniert nur alles besser eigentlich, oder es funktioniert noch so, wie vieles natürlich in Deutschland früher war. Und auch in der Schweiz kann man natürlich sehr interessant möglicherweise von Kapitalerträgen leben. Auch da sind einige Dinge zu beachten. Übrigens, auch hier kann ich dir unser Seminar Auswandern in die Schweiz empfehlen. Da geht es ebenfalls natürlich genau um solche Themen. Was muss man da beachten? Vielleicht gehst du auch einfach nur temporär in die Schweiz, weil du sagst, okay, das kann ich mir jetzt gerade soeben noch vorstellen. Das ist vielleicht der Sprung ins kalte Wasser, aber nicht ins ganz kalte Wasser. Wenn ich jetzt nach Dubai umziehen müsste oder in die Karibik oder nach Irland, nach Malta, nach Zypern, ja, dann wäre ich doch komplett verloren. Eben, vielleicht ist die Schweiz so ein Land, wo du mal ankommen kannst, du da mal sehen kannst, wie das Ganze tatsächlich passiert. Auch bei mir war das übrigens das Gleiche. Ich war 3 Jahre in der Schweiz, bevor ich dann einen weiteren Sprung gemacht habe nach UK und von dort in die USA und auch noch einige andere Länder. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wenn du den Sprung gemacht hast, dann wirst du es nicht bereuen. Ich kenne nur wenige Mandanten, die nach Deutschland zurückkehren und wir machen das Ganze jetzt seit 20 Jahren, Mandanten begleiten, die ins Ausland gehen. Ich kenne wirklich nur wenige, die nach Deutschland zurückkehren. Spontan würde ich sagen, fallen mir weniger als 5 ein. Man geht vielleicht dann in andere Länder, ja, man bleibt nicht an einem Ort, aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn man mal die Freiheit gewittert hat und mal die Unterschiede tatsächlich sieht. Und das sind möglicherweise nur kleine Dinge. Freiheit drückt sich ja für den einen ganz anders aus als für den anderen. In meinem Fall zum Beispiel war mir immer sehr wichtig, dass ich selbst entscheiden kann, wie meine Kinder erzogen und gebildet werden. Hier will ich keinen Staat haben, der mir da reinquatscht. Wenn ich Homeschooling machen will, mache ich Homeschooling. Wenn ich die Kinder in eine Privatschule schicken will, dann will ich eine richtige Privatschule. Das gibt's ja in Deutschland nicht, wie ich hier schon oft gesagt habe. In Deutschland sind auch alle Privatschulen staatlich. Alle Privatschulen sind vom Staat finanziert. Und wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ist ja völlig klar, das sind keine Privatschulen, das sind einfach nur aufgemotzte staatliche Schulen. Das ist jetzt für mich zum Beispiel ein Ausdruck von Freiheit. Und natürlich das Thema Steuern auch, ja, mit dem eigenen Geld das tun zu können, was man möchte, was man selbst für richtig hält, zumindest mit einem Großteil dieses Geldes, und dass man sich das nicht hier links und rechts aus der Tasche ziehen muss. Also lass dich davon jetzt nochmal inspirieren, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Nimm das jetzt als weiteren Ansporn, was diese Bundesregierung in Deutschland jetzt möglicherweise vorhat mit den Renten. Und ich persönlich würde nicht abwarten, ja, ob es dazu wirklich kommt oder nicht. Wenn ich jetzt in Deutschland lebe, würde ich sagen, okay, diesen Tag will ich nicht erleben, ja, wo Sozialabgaben dann erhoben werden auf Kapitalerträge. Vorher werde ich weg sein. Ja, also es gibt sehr viele Länder, wo Kapitalerträge überhaupt nicht besteuert werden, wo du komplett steuerfrei von Kapitalerträgen leben kannst. Da muss man eine kleine Klammer machen. Bei Dividenden ist es meistens so, dass im Start des Unternehmens eine Quellensteuer erhoben wird, vielfach 15%. Aber gerade Veräußerungserlöse von Aktien oder auch Zinsen und natürlich auch Krypto, Gold, Edelmetalle und so weiter, das ist in sehr vielen Ländern steuerfrei, auch in europäischen Ländern. Da muss man auch jetzt nicht sehr weit weggehen. Manchmal gibt es Haltefristen, manchmal gibt es keine Haltefristen. Also das ist etwas, was sehr realistisch möglich ist. Und steuerfrei heißt natürlich, dass du dann sehr viel schneller Vermögen aufbauen kannst, weil dir zwischendurch nicht immer Steuern abgezogen werden. Also in diesem Sinne, ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen und natürlich andernfalls, wenn du über das Thema Auswanderung nachdenkst, dann buch auch gerne eine Beratung. Alle weiteren Details in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Steueroptimiert auswandern, sich im Ausland neu zu orientieren, freiheitlich zu leben, Vermögen vor der Zugrifflichkeit des Staates zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Das sind unsere Themen und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.